La la la. Kaffee, Kuchen, Sonnenschein. Ach, das liebe ich. Hallo an alle und willkommen. Ich bin Anna. Hallo Anna. Ja, es gibt nichts Besseres als eine Pause im Café. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, ich freue mich so. Wir sitzen hier in einem schönen Café in Berlin. Die Sonne scheint und ich möchte unbedingt einen Kaffee trinken. Das ist perfekt. Das ist eine wunderbare Situation für unsere heutige Lektion. Heute sind wir zusammen in einem deutschen Café. Wir werden lernen, wie man die Speisekarte liest, wie man höflich bestellt und wie man bezahlt. Das ist eine sehr, sehr lange und sehr wichtige Lektion für das Niveau A2. Wir werden die wichtigste Grammatik für A2 üben, den Akkusativ. Das wird 4000 Wörter lang dauern, also holen Sie sich einen Kaffee. Oh ja, also du hilfst mir beim Bestellen? Ja, wir machen das Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist immer derselbe. Wir müssen die Speisekarte lesen. So, Anna, hier ist die Speisekarte. Die Speisekarte ist feminin. Schau dir die Getränke an. Die Getränke, Plural. Was gibt es hier? Lies bitte langsam. Okay, es gibt der Kaffee, der Tee, der Cappuccino, die heiße Schokolade, die Limonade, die Cola, das Wasser, der Apfelsaft, die Apfelschorle. Sehr gut. Du hast die Artikel, der, die, das sehr gut gelesen. Das ist der Nominativ. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Ich teste dich. Ist Kaffee feminin? Sage ich die Kaffee? Nein, es ist der Kaffee, maskulin. Richtig. Und Wasser? Ist Wasser maskulin? Der Wasser? Nein, es ist das Wasser, Neutrum. Sehr gut. Und Limonade? Ist das Limonade? Nein, es ist die Limonade, feminin. Das ist sehr wichtig. Sie müssen die Artikel lernen. Ein langer Pause von 5 Sekunden. Okay, Anna. Noch einmal. Tee, Der Tee, Cola, die Cola, Apfelsaft, der Apfelsaft, heiße Schokolade, die heiße Schokolade, Cappuccino. der Cappuccino. Ausgezeichnet. Du kennst alle Artikel. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der wichtigste Schritt, die Bestellung. So, jetzt rufen wir den Kellner. Ah, der Kellner kommt. Der Kellner ist maskulin. Wenn wir bestellen, benutzen wir Verben wie möchten, nehmen oder hätten gern. Diese Verben brauchen den Akkusativ. Der Akkusativ, okay. Das ist die wichtigste Regel für A2. Maskulin, der, ändert sich. Der wird zu den, ein wird zu einen. Feminin, die, ändert sich nicht. Die bleibt die, eine bleibt eine. Neutrum, das ändert sich nicht. Das bleibt das, ein bleibt ein. Okay, nur maskulin ändert sich. Der wird den. Genau. Also, du willst einen Kaffee bestellen. Kaffee ist maskulin. Wie sagst du das höflich? Ich möchte. Ich möchte einen Kaffee bitte. Perfekt. Einen Kaffee. Ich drille dich. Anna, möchtest du eine Limonade? Nein, ich möchte einen Kaffee. Möchtest du ein Wasser? Nein, ich möchte einen Kaffee. Möchtest du eine Cola? Nein, ich möchte einen Kaffee. Möchtest du einen Tee? Nein, ich möchte einen Kaffee. Hören Sie das? Einen Kaffee. Maskulin. Akkusativ. Sehr gut, Anna. Jetzt bin ich dran.
Ich glaube, ich nehme eine heiße Schokolade. Schokolade ist feminin, also eine heiße Schokolade. Lukas, nimmst du einen Cappuccino? Nein, Anna, ich nehme eine heiße Schokolade. Nimmst du einen Apfelsaft? Nein, ich nehme eine heiße Schokolade. Nimmst du eine Apfelschorle? Nein, ich nehme eine heiße Schokolade. Jetzt bin ich der Kellner. Hallo, was möchten Sie bitte bestellen? Hallo, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Sehr gern, einen Kaffee. Und für Sie? Ich nehme eine heiße Schokolade bitte. Einen Kaffee und eine heiße Schokolade. Kommt sofort. Siehst du? Einfach. So, unsere Getränke sind hier. Mein Kakao ist heiß und deine Tasse Kaffee ist voll. Aber ich sehe da drüben Kuchen. Oh ja, Kuchen. Der Kuchen. Maskulin. Genau. Lass uns noch einmal die Speisekarte anschauen. Was gibt es für Kuchen? Es gibt der Apfelkuchen, der Käsekuchen, die Schwarzwälder Kirschtorte, die Waffel, das Stück Torte. So viele gute Sachen. Ich glaube, ich möchte einen Apfelkuchen. Apfelkuchen ist maskulin, also ich möchte einen Apfelkuchen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte eine Waffel. Waffel ist feminin, also ich möchte eine Waffel. Gute Wahl. Anna, möchtest du einen Käsekuchen? Nein, ich möchte eine Waffel. Möchtest du ein Stück Torte? Nein, ich möchte eine Waffel. Und möchte ich eine Schwarzwälder Kirschtorte? Nein, Lukas, du möchtest einen Apfelkuchen. Richtig, ich möchte einen Apfelkuchen. Entschuldigung, möchten Sie vielleicht noch etwas essen? Ja, bitte. Ich hätte gern eine Waffel mit Sahne. Eine Waffel, sehr gern. Und für Sie? Ich nehme einen Apfelkuchen bitte. Kommt sofort. So, Anna, wir genießen unseren Kaffee und Kuchen. Das ist heute. Präsens. Aber lass uns jetzt die Zeitformen üben. Sprechen wir über gestern. Dafür brauchen wir das Perfekt. Okay, das Perfekt. Mit haben. Anna, was hast du gestern Morgen getrunken? Gestern Morgen habe ich zu Hause gefrühstückt. Ich habe einen Tee getrunken. Ah, du hast einen Tee getrunken. Hast du einen Kaffee getrunken? Nein, gestern habe ich einen Tee getrunken. Hast du eine Cola getrunken? Nein, nicht zum Frühstück. Ich habe einen Tee getrunken. Ich gestern Morgen habe auch einen Kaffee getrunken. Hast du einen Saft getrunken? Nein, ich habe einen Kaffee getrunken. Sehr gut. Das war das Perfekt. Und jetzt die Zukunft. Was wirst du morgen frühstücken? Wir benutzen das Futur 1. Morgen früh werde ich nicht viel Zeit haben. Ich werde einen Joghurt essen. Und ich werde einen Apfel essen. Du wirst einen Joghurt essen. Wirst du eine Banane essen? Nein, ich werde einen Apfel essen. Wirst du ein Brötchen essen? Nein, ich werde einen Joghurt und einen Apfel essen. Ich morgen früh werde ein Müsli essen und ich werde einen Orangensaft trinken. Wirst du einen Kaffee trinken? Nein, morgen früh werde ich einen Orangensaft trinken. So, Anna, wir haben gegessen und getrunken. Es war sehr lecker. Der letzte Schritt im Café: wir müssen bezahlen. Wir rufen den Kellner. Entschuldigung, wir würden gern bezahlen. Wir würden gern bezahlen. Das ist sehr höflich. Ja? Der Kellner wird uns eine sehr wichtige Frage stellen. Zusammen oder getrennt? Zusammen, together oder getrennt, separate. Wir sind Freunde. Wir zahlen getrennt. Also sage ich, getrennt bitte. Genau. Getrennt bitte. Okay, getrennt. Sie hatten einen Kaffee und eine Waffel. Das macht zusammen 7,50 €. Okay, hier sind 8 Euro. Stimmt so. Vielen Dank. Und Sie hatten eine heiße Schokolade und einen Apfelkuchen.
Das macht 8,10 €. Hier sind 9 €. Stimmt so. Stimmt so ist eine sehr deutsche Art, Trinkgeld zu geben. Das Trinkgeld. Man sagt es, wenn man nicht das ganze Wechselgeld zurück möchte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und das war's. Mission Kaffee ist beendet. Das war eine sehr, sehr lange Lektion. Jetzt kommt der große Test, die große, große, große Wiederholung. Der finale Test. Ich bin bereit. Okay, Anna, erzähle uns die ganze Geschichte von heute im Perfekt. Was haben wir gemacht? Okay. Heute sind wir in ein Café gegangen. Zuerst haben wir die Speisekarte gelesen. Sehr gut. Was hast du auf der Speisekarte gesehen? Ich habe den Kaffee, den Tee, die Cola und das Wasser gesehen. Ausgezeichnet. Und was hast du bestellt? Ich habe einen Kaffee bestellt. Hast du eine Limonade bestellt? Nein, ich habe einen Kaffee bestellt. Hast du ein Wasser bestellt? Nein, ich habe einen Kaffee bestellt. Sehr gut. Und was habe ich bestellt? Du hast eine heiße Schokolade bestellt. Habe ich einen Tee bestellt? Nein, du hast eine heiße Schokolade bestellt. Habe ich einen Cappuccino bestellt? Nein, du hast eine heiße Schokolade bestellt. Sehr gut. Und der Kuchen? Haben wir Kuchen gegessen? Ja, wir haben Kuchen gegessen. Was hast du gegessen? Ich habe eine Waffel gegessen. Hast du einen Apfelkuchen gegessen? Nein, ich habe eine Waffel gegessen. Hast du ein Stück Torte gegessen? Nein, ich habe eine Waffel gegessen. Und was habe ich gegessen? Du hast einen Apfelkuchen gegessen. Habe ich einen Käsekuchen gegessen? Nein, du hast einen Apfelkuchen gegessen. Perfekt. Das war heute. Und was wirst du morgen trinken? Morgen werde ich einen Orangensaft trinken. Wirst du einen Kaffee trinken? Nein, morgen werde ich einen Orangensaft trinken. Und zum Schluss, wie haben wir bezahlt? Zusammen oder getrennt? Wir haben getrennt bezahlt. Haben wir zusammen bezahlt? Nein, wir haben getrennt bezahlt. Herzlichen Glückwunsch, Anna, und herzlichen Glückwunsch an Sie, unsere Zuhörer. Sie haben eine 4000-Wort-Lektion über das Kaffee überlebt. Sie sind jetzt Experten im Bestellen auf Deutsch. Ja, und es war sehr lecker. Ihre letzte Mission. Es ist sehr einfach. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Was trinken Sie gern im Kaffee? Schreiben Sie: Ich trinke gern. Was essen Sie gern im Kaffee? Schreiben Sie: Ich esse gern. Benutzen Sie den Akkusativ, wenn es geht. Zum Beispiel: Ich esse gern einen Apfelkuchen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Antworten. Vielen Dank für Ihre unglaubliche Geduld heute. Ja, vielen Dank an alle. Üben Sie weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.